Jo Leute, ich war ja auf der Mary Jane und ja, was soll ich sagen? Es sind Sachen passiert, die nicht hätte passieren dürfen. Und zwar, das ist unsere Mandarin Cookies V2. Sie hat gelitten und ich kann euch ganz genau sagen, wieso. Also, bevor ich losgefahren bin, hatte ich einen Keimark-Mangel und ich habe bei Amazon Keimark Agent von Kanna bestellt. Allerdings ist es nicht rechtzeitig angekommen und dann habe ich organischen Keimark gegeben, was denke ich mal nicht so gut gewesen war, weil dieser nach so aus, oder sieht jetzt so aus. Ja, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Also ich habe nur gesehen anhand der Werte, dass der pH mal auf 8 gesprungen ist, dann auf 2 runter. Ja, also komplett verrückt gespielt hat. Ich denke, das lag jetzt daran, weil ich organischen Dünger ins mineralische System gemacht habe. Aber ja, so kann es halt laufen, wenn man nicht zu Hause ist und nichts dagegen tun kann. Weil, wie gesagt, ich war jetzt 5 Tage in Berlin. Bin gerade eben nach Hause gekommen, es ist gerade 2 Uhr morgens. Bin gerade nach Hause gekommen. War eine wunderschöne Messe auf jeden Fall. Allerdings, wie gesagt, das ist Hydroponik, Leute. Wenn ihr einen Fehler habt und ihr seid nicht zur Stelle, sieht so aus. Also das ist also auch nichts mehr zu retten. Das ist komplett für den Arsch. Wie ihr seht, das ist komplett für den Arsch. Also, ja. Ich mache jetzt einmal das Netz ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, ich habe das Netz jetzt abgemacht. Geht ja ganz leicht dank dem guten Netz von Grober. Das Betternet. Ja, gut, hier das fehlt noch. So. Aber ja, gucken wir mal rein, wie es jetzt hier drin aussieht. So, das ist der Wurzelballen. Sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Aber also Wasser, also Luft ist es nicht das Problem. Aber es ist der Wurzelballen. Also, ja, weiß ich nicht. Sieht nicht mehr gut aus. Ich tausche das komplette Wasser aus. Passe das mit pH- und pH+ an. Und dann gebe ich ihr 1-2 Tage. Wenn sich da die Blätter nicht mehr aufrichten, dann wird es Zeit, sie zu töten und wegzuschmeißen. Weil sie ist, wie gesagt, in der Vegi. Und ja, das kann halt passieren, wenn ihr in Hydroponik einen Fehler macht, was jedem passieren kann. Und dann sieht das so aus. Also ich habe schon ein paar Hydroponic Grows durch. Sowas hatte ich noch nie. Man hat immer sein erstes Mal. Ja, zufrieden bin ich damit nicht. Es wäre eine schöne Pflanze geworden. Ich denke nicht, dass wir sie noch retten können. Wie gesagt, ich werde das einmal austauschen, das mit Wasser, komplett neu anmischen. Ich werde nicht wirklich viel Dünger reinmachen. Ich werde also minimal so 10% von der empfohlenen Menge und 1-2 Tage gucken. Und wenn sich da nichts tut, dann haust du rein. Ne? Jo Freunde, hier sind wir wieder bei unserer Mandarin Cookies V2. Also, ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht. Also, was ist passiert? Ihr wisst ja, ich habe ja den Biobis organischen Düngern zugefügt wegen Keimark und weil ich nichts anderes hatte. Weil die anderen Sachen halt zu spät von Amazon ankamen. Und ja, die Wurzeln sehen komplett scheiße aus. Also wirklich scheiße. Hier, das sind die Wurzeln, es sind keine weißen Wurzeln mehr zu sehen. Das heißt, es hat sich Biofilm vom organischen Dünger abgesetzt auf die Wurzeln. Und hat, auch wenn die Wurzeln im Wasser sind, hat es dazu geführt, dass die Pflanze trotzdem vertrocknet ist, weil sie kein Wasser mehr aufnehmen kann, weil sich dieser Biofilm vom organischen Dünger quasi um die Wurzeln gelegt hat und somit ja, die Wurzeln daran hindern, Wasser aufzunehmen. Dementsprechend ist sie nicht mehr zu retten, sie ist tot. Also man kann hier nichts mehr machen. Also Leute, ganz wichtig, packt niemals, auch wenn ihr einen Mangel habt und ihr habt gerade keinen mineralischen Dünger da, sondern nur organischen,
Packt niemals organischen Dünger in ein Hydroponiksystem. Nie im Leben. Auch wenn das irgendwelche Firmen sagen, ja, mach organisch mit rein oder sowas. Nein, tu es nicht. Tu es einfach nicht. Ich habe daraus gelernt. Schmerzlich. Ja. Also, Leute, das DWC-System, also das Projekt, das 60 Liter Projekt ist erstmal vorbei. Ja, ich werde die Tonne jetzt erstmal als ganz normales Reservoir benutzen. Aber ich werde jetzt erstmal hier keinen neuen Grow starten. Also nicht mit der Tonne auf jeden Fall. Und ja, also so kann es halt so gehen. Man kann Fehler machen. Man macht die Fehler am besten nur einmal. Aber ich zeige hier alles, wie es ist. Und ja, es ist ziemlich scheiße, es ist beschissen. Aber naja, es war ein Experiment. Und das Experiment endet jetzt. Sehr schade. Also hier hat alles gut funktioniert, die Lampe hat top funktioniert, das Dosiersystem hat gut funktioniert. Vom Mars Hydro natürlich, die Abluft ist wunderschön und leise. Hier, das ist aktuell die Temperatur, 27 Grad, 56% Luftfeuchtigkeit. Ja, die Ventilatoren laufen noch ganz gut. Ja, also hier lief eigentlich alles, bis auf ich den Fehler halt gemacht habe mit dem Biobis Keimak im Hydroponics-System. Weil ich hatte, bevor ich das reingegeben habe, habe ich mich erkundigt, kann man das machen, übergangsweise. Im Internet stand ja, kann man machen für eine Woche. Und dann sollte man sofort die Nährlösung austauschen. Ja, bei mir hat es keine 24 Stunden gedauert, aber da war ich halt schon auf dem Weg nach Berlin. Und die Pflanze sah so scheiße aus. Ich habe ja hier meine Kamera, meine Überwachungskamera, und da habe ich es halt drüber gesehen, was da gerade passiert. Und war halt hilflos auf der Messe und konnte nichts machen. Ich habe das auch Afro Ace gezeigt, ich habe das Wheatland gezeigt. Ja, das ist crazy. Auf jeden Fall, Leute, ich danke euch fürs Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video, meine Lieben. Und haut rein, Leute. Ciao, ciao.